listen to your heartbeat. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute sprechen wir über die nicht erzählte Geschichte von Jeffrey Dahmer. In hindsight, you ask why more people didn't try to intervene. You've got a kid coming drunk to school. In diesem Video befassen wir uns mit dem Leben und den unglaublichen Verbrechen eines der berüchtigtsten Serienmörder Amerikas. Was hältst du von Evan Peters als Jeffrey Dahmer? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Kindheit. But somewhere deep inside this innocent-looking toddler was the makings of a sadistic monster just waiting to come out. Jeffrey Lionel Dahmer wurde am 21. Mai 1960 in Milwaukee, Wisconsin geboren. Seine Mutter Joyce, eine Lehrerin für Fernschreibmaschinen, litt unter Depressionen und Drogenmissbrauch. Sie stritt sich oft mit ihrem Mann Lionel, der wegen seines Studiums und seiner Arbeit als Chemiker nicht zu Hause war. Wegen ihrer zerrütteten Ehe vernachlässigte das Paar Jeff und seinen jüngeren Bruder David. Are they gonna hit each other? You're really gonna say that to me? No, they You're just gonna say that argued. to me? Im Jahr 1968 lebten die Dahmers in Bath Township, Ohio. Zu diesem Zeitpunkt begann der junge Jeffrey möglicherweise bereits, sich für Knochen und tote Tiere zu interessieren, was schließlich dazu führte, dass er eine Sammlung von beidem hatte. Er lagerte sie in einem Schuppen in der Nähe des Hauses, wo er sie sezierte und in Formaldehyd konservierte. That's enough, Jeff. Hey, Dad! No, you are spending too much time in here. Als Jeffrey Dahmer die Revere High School besuchte, war er der Außenseiter und begann in der Schule Alkohol zu trinken. And I remember sitting next to him in a first period, I believe, history class, and he had a styrofoam cup of scotch, I believe it was scotch. I remember saying, "Jeff, what is that?" And he threw his head back and he shook it and he said, "It's my medicine." Er spielte kurzzeitig Tennis und war in der Schulband, aber bis 1977 haben sich seine Noten verschlechtert. Trotzdem machte Dahmer im Mai 1978 seinen Abschluss. Zu diesem Zeitpunkt steckten seine Eltern mitten in einer chaotischen Scheidung. Sein Vater wohnte in einem Motel, während seine Mutter mit David zu Verwandten zog und Jeff allein im Haus zurückließ. Jeffrey was 18, and like most teens his age, he had active sexual fantasies. But Jeffrey's deviated from the norm to include thoughts of killing his lover. Now the isolation of the empty family home gave him the opportunity to act out those fantasies. Erster Mord und Wehrdienst. Am 18. Juni 1978, nur wenige Wochen nach seinem Abschluss, nahm Jeffrey Dahmer den Anhalter Stephen Mark Hicks mit. Er lockte den Mann mit Bier und die beiden fuhren zurück zu seinem leeren Haus. He brought the guy home. They had access to alcohol. They were drinking, they got a little intoxicated. But when the guy wanted to leave, Jeff did not want him to leave. He wanted him to stay because he was lonely and also he was intoxicated. Als Hicks ein paar Stunden später gehen wollte, schlug Dahmer ihn mit einer Hantel, schlug ihn bewusstlos und erwürgte ihn. Hicks Überreste wurden im Hinterhof vergraben und später von Dahmer vernichtet. This is a really, really brutal crime. And he disposes of the body parts in the woods behind his house. And that's a really symbolic place for Jeffrey Dahmer. Im August schrieb er sich an der Ohio State University ein, mit der Absicht, Wirtschaft zu studieren. Dahmers Alkoholprobleme führten jedoch zu schlechten Noten und er brach das Studium nach nur 3 Monaten ab. Im Januar 1979 ermutigte Lionel seinen Sohn, sich bei der Armee der Vereinigten Staaten zu melden. Er absolvierte eine Ausbildung zum Facharzt in Fort Sam Houston in San Antonio, Texas. Und im Juli diente er als Sanitäter in Westdeutschland, aber auch hier beeinträchtigte sein Drogenkonsum seine Leistung und er wurde im März 1981 ehrenhaft entlassen. His attempt to lead a normal life was not going according to plan. Dahmer kehrte zurück, um bei seinem Vater und seiner Stiefmutter in Ohio zu leben. Nachdem er jedoch wegen Trunkenheit und ordnungswidrigem Verhalten verhaftet worden war, wurde beschlossen, dass er bei seiner Großmutter väterlicherseits in West Allis, Wisconsin leben sollte, um sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. In the struggle to control his fantasies, his behavior became more abnormal. He took a mannequin from a department store, thinking that if he had that mannequin with him and sleeping in bed with the mannequin, etc., that maybe he could control the impulses that way. West Allis. Im Januar 1985 begann Dahmer in der Ambrosia Chocolate Factory Spätschichten als Mixer zu arbeiten. Zu dieser Zeit begann er auch die Schwulenbars und Badehäuser der Stadt zu besuchen. Nachdem er seinen Partnern Schlaftabletten in die Getränke gemischt hatte und sich an ihnen vergriffen hatte, während sie bewusstlos waren, wurde er aus den Badehäusern verbannt. The sleeping pills give him the control and power over his sexual partners.
Am 20. November 1987 brachte Dahmer Stephen Walter Toomey in das Ambassador Hotel in Milwaukee, obwohl er angeblich nur vorhatte, ihn unter Drogen zu setzen, bevor er nicht einvernehmliche Handlungen vornahm, wachte Dahmer auf und fand Toomey tot und schwer verprügelt vor. Er behauptete, sich an das Verbrechen nicht erinnern zu können. That's when the obsession went into full swing. He decided after that second death that he would no longer attempt to control his desires, that he would give full rein to them, yield entirely to them. Im Januar 1988 lockte Dahmer James Edward Doxtator in das Haus seiner Großmutter und bot ihm $50 an, damit er für freizügige Fotos posiert. Er setzte ihn unter Drogen und erdrosselte ihn und 2 Monate später tat er etwas Ähnliches mit Richard Guerrero. He stated in no way did he ever want to hurt anybody. As funny as this sounds, that is the reason why he killed everyone by strangling them, because not only did he get the power and the thrill of committing the murder, but it was also the most humane way. Dahmer tötete erst wieder im März 1989, als er Anthony Lee Sears ermordete. Er war das letzte Opfer, das in der West Ellis-Residenz getötet wurde und das erste Opfer, von dem Dahmer einige Überreste aufbewahrte. Apartment 213. I was willing to take my chances in that neighborhood. It was generally quiet. There wasn't a lot of distraction or noise. A lot of privacy. It worked out nicely. Im Mai 1990 zog Jeffrey Dahmer in die Oxford Apartments in der North 25th Street ein. In diesem Monat lockte er Raymond Lamont Smith, auch bekannt als Ricky Beeks, nach Hause und betäubte ihn, bevor er ihn erwürgte. Dieses Muster setzte Dahmer im Juni mit Edward Warren Smith sowie im September mit Ernest Marquez Miller und David Courtney Thomas fort. Im Jahr 1991 begann Dahmer häufiger zu morden. Zunächst im Februar den Teenager Curtis Darrell Straughter, den er an einer Bushaltestelle kennengelernt hatte. Curtis Straughter is a member of Gay Youth Milwaukee. He was rejected by his family for being gay, so he has to struggle to make ends meet. He's not getting any financial support from them. So when Dahmer offers him $50 to model, he immediately jumps on it. Am 7. April wird Errol Lindsay das erste Opfer, das Dahmers Bohrtechnik unterzogen wird. In seiner verdrehten Vorstellung glaubte Dahmer, Lindsay und weitere Opfer in einen zombie-ähnlichen Zustand versetzen zu können, um sie am Leben zu erhalten, aber handlungsunfähig zu machen. He wanted these people to stay with him. He didn't want them to leave, and he didn't really want them to die. Im Mai kehrte Jeffrey Dahmer aus dem Laden zurück und musste feststellen, dass sein jüngstes Opfer Conrad Somphone irgendwie entkommen war und mit einigen Frauen auf der Straße herumlief. He was holding on to me with a really, really strong grip, and he was trembling, he was shaking. So I just stayed with him and I was like, I'm gonna get you some help. Dahmer überzeugte die eintreffenden Polizisten, dass er sein Freund war, der sich betrunken hatte und aus dem Haus gelaufen war. Unglaublicherweise begleitete die Polizei Dahmer und Conrad zurück in die Wohnung und verließ diese. Hätten sie im Schlafzimmer nachgesehen, hätten sie die Leiche von Tony Anthony Hughes gefunden, der nur 3 Tage zuvor getötet worden war. Und eine Überprüfung von Dahmers Namen hätte ergeben, dass er ein registrierter Sexualstraftäter war, der wegen eines Angriffs auf Conrads älteren Bruder im Jahr 1988 auf Bewährung war. Dahmer wusste nicht, dass die Jungen miteinander verwandt waren. Dahmer had been slippery enough to keep his killings a secret. As soon as the cops left, he murdered the boy. Ab Ende Juni tötete Dahmer fast einmal pro Woche. Er traf 2 Männer in Chicago, Matt Cleveland Turner am 30. Juni und Jeremiah Benjamin Weinberger am 5. Juli und überredete beide, mit ihm nach Milwaukee zu kommen. 10 Tage später ereilte dem Bodybuilder Oliver Joseph Lacey das gleiche Schicksal, ebenso wie sein letztes Opfer Joseph Arthur Bradehoft 4 Tage später. Why were the police not connecting the murders? Dahmer's seeming normality helped him hide his reign of terror. People like Dahmer can get away with this easier because law enforcement does not recognize him for what he is. They're looking for somebody who's dragging their knuckles on the pavement and baying at the moon with hair in their face. Festnahme und Geständnis. Am 22. Juli 1991 floh Tracy Edwards aus Dahmers Wohnung, nachdem er an einem Handgelenk gefesselt und mit einem Messer bedroht worden war. Edwards erregte die Aufmerksamkeit der Polizei, die in die Wohnung 213 ging, um den Schlüssel für die Handschellen zu holen. Had the officer been able to unleash that handcuff, that may have been the end of it. So they went back to Dahmer's residence.
Doch was sie dort vorfanden, war ein grauenhafter Tatort mit menschlichen Überresten, eindeutigen Fotos mehrerer Opfer, einem 57-Gallonen-Fass und vielem mehr. In der Untersuchungshaft gestand Dahmer bereitwillig 17 Morde, darunter seinen ersten in Ohio. Er gab den Ermittlern gegenüber zu, dass er sowohl kriminelle sexuelle Handlungen als auch Kannibalismus betrieben hat. Als mögliches Zeichen der Reue war er der Polizei bei der Identifizierung aller seiner Opfer behilflich. The word evil doesn't come up very often. It just doesn't. Guilty, not guilty. Did he do it, didn't he do it? Culpability, yes. But not often evil, because evil is almost a moral issue. The word came up with Dahmer. Verurteilung und Tod. I think the real fear that people had when they first saw Jeffrey Dahmer was that he looked like everybody else. He was a good-looking young man, and he is not the person that you would look at and say, stay away from that guy. Jeffrey Dahmer, der als Milwaukee Cannibal oder Milwaukee Monster bezeichnet wurde, wurde am 25. Juli 1991 offiziell wegen vierfachen Mordes ersten Grades angeklagt. Bis zu seinem Prozess im Januar 1992 wurden daraus insgesamt 15 Anklagepunkte. Dahmer wurde weder wegen des Mordes an Tommy noch wegen des versuchten Mordes an Edwards angeklagt. Dahmer bekannte sich in allen Anklagepunkten schuldig und im Februar hatten Experten festgestellt, dass er zum Zeitpunkt der Morde zurechnungsfähig war. At the time the crime was committed, did the defendant Jeffrey L. Dahmer have a mental disease? Answer, no. Dahmer is declared sane in all 15 cases against him. Mehrere Mediziner haben bei ihm jedoch eine Reihe von Störungen diagnostiziert, darunter eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, eine schizotypische Persönlichkeitsstörung und eine Alkoholabhängigkeit. I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. My attempt to help identify the remains was the best that I could do, and that was hardly anything. Mitte Februar wurde Jeffrey Dahmer in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und zu 15 Mal lebenslänglicher Haft in der Columbia Correctional Institution in Portage, Wisconsin verurteilt. Dahmer received the maximum penalty for each and every count, but his story was far from finished. Im Mai wurde er an Ohio ausgeliefert und erhielt eine 16. lebenslange Freiheitsstrafe für den Mord an Stephen Hicks. Dahmer always said that he was compelled to kill, that they were urges. He said, I had urges that I could not control. He also said that even though he was in prison, he was relieved that the killing was done. He still had the urges. They didn't go away. Dahmer wurde am 28. November 1994 von seinem Mithäftling und verurteilten Mörder Christopher Scarver getötet, der ihn und einen anderen Häftling mit einer Metallstange aus dem Kraftraum des Gefängnisses angriff. Dahmer died on the way to the hospital. Among his last wishes, Dahmer had asked to be cremated. His ashes were split between his mother and father. Bevor wir weitermachen, abonniere nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. In den Medien. Jeffrey Dahmer ist einer der meistdiskutierten Serienmörder der Geschichte und es gibt unzählige Bücher, Dokumentarfilme und andere Medien, die sich mit seinem Leben und seinen Verbrechen beschäftigen. Im Jahr 2002 gab Jeremy Renner in Dahmer eine erschreckende Vorstellung als der titelgebende Mörder. What's happening here? What you want? He's my friend, Comte. This your friend? He's just drunk. Jahre später spielte der ehemalige Disney-Star Ross Lynch ihn als Teenager in Mein Freund Dahmer, basierend auf der gleichnamigen Graphic Novel, die von einem alten Klassenkameraden Dahmers geschrieben wurde. Netflix hat zwei große Projekte, die im Herbst 2022 auf die Plattform kommen, beginnend am 21. September mit Ryan Murphys Dahmer Monster, der Jeffrey Dahmer Story mit Emmy-Gewinner Evan Peters in der Hauptrolle. Am 7. Oktober kehrt die Doku-Serie Conversations with a Killer, die zuvor über Ted Bundy und John Wayne Gacy berichtete, mit der Jeffrey Dahmer Tapes für eine dritte Staffel zurück. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnieren nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.